Es ist wieder soweit. Es wird Zeit für ein neues Video. Wir schwingen heute auch den Kochlöffel, jedoch mit einer Q&A-Runde. Ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt, dass ihr mir mal eure Fragen stellen sollt, die ich schon immer mal beantworten sollte. Und das machen wir jetzt. So, wir starten direkt mal rein. Übrigens habt ihr diesen Hype auch mit diesen Noppen da mitbekommen. Ich sage euch, ich liebe das Ding. Okay, also man kann sagen, die sind ziemlich durchgemixt. Viele sind wirklich auf Englisch, manche auf Deutsch, aber wir machen jetzt kunterbunt. Also, die erste Frage ist, how old are you and how do you become a Veggie? Wir beantworten alle Fragen aber auf Deutsch. So, ich bin 25. Im Januar werde ich 26, genau. Und Veggie bin ich tatsächlich seit ich 14 bin. Zwischendurch war ich tatsächlich auch mal vegan, also ich glaube fast ein Jahr. Hab damit dann aber relativ schnell aufgehört. Beziehungsweise, wenn ich für mich selber koche, bin ich ganz ehrlich, koche ich fast immer vegan. Aber wenn ich halt essen gehe oder bei Freunden, da bin ich jetzt nicht so, da esse ich auch gerne mal ein Stückchen Käse oder sowas. Have you ever thought of visiting India? Yes, definitely. Also ich habe schon immer drüber nachgedacht, aber habe mich noch nie so richtig getraut. Weil was ich so über das Land gehört habe, so von Leuten, von Freunden von mir, die haben immer so gesagt, ja, entweder hasst man es oder man liebt es. Deswegen war ich mir irgendwie immer noch nicht so richtig sicher. Aber auf jeden Fall bin ich ein ganz großer Fan von Thailand, Bali und so die ganze Richtung. Also Indien steht auf jeden Fall noch auf der Bucketlist. Übrigens, wieso halte ich mein Mikro hier so bescheuert? Man hört den Ton einfach nicht so geil, wenn es sie so ansteckt. Und dann hört man manchmal so Kruschelgeräusche. Und so in der Hand will ich es auch nicht die ganze Zeit halten. Deswegen habe ich diesen schlauen Trick bei anderen Leuten gesehen. Und das habe ich jetzt auch einfach gemacht. Lebst du alleine in einer Wohnung, Haus oder noch bei deinen Eltern oder in einer WG? Tatsächlich wohne ich ich denke gerade alleine. Nee, also ich habe zwei ältere Brüder. Und wohne aber tatsächlich alleine. Also nachdem ich bei meinen Eltern gewohnt habe, bin ich dann da direkt eingezogen. Also basically kann man sagen, es ist wie so ein Tiny House. Also man sieht es ja immer auch in meinen Videos, diese eine Wand. Also ich habe eine ganz große Fensterfront und schlafe sozusagen in so einer Nische oben drin. Also man muss so hochklettern. Es ist so ein Raum. Und ja. Was war der Auslöser, dass du mit Social Media angefangen hast? Also Leute, das ist ja wirklich eine ganz spannende Sache. Eigentlich bin ich ja hauptberuflich Fotografin, ne? Hab da meine Ausbildung gemacht, wurde dann da übernommen, war da festangestellt und so weiter. Währenddessen ist Corona passiert. Und zu der Zeit ist ja dann TikTok auch so steil durch die Decke gegangen. Es war ja übertrieben krass. Und zu der Zeit bin ich auf ASMR-Videos gleichzeitig gestoßen und habe das auf YouTube irgendwie immer zum Einschlafen gehört. Und dann sind mir diese Videos auch angezeigt worden, wo Leute, wirklich, wie geht das? Haben sich sonstige Massen von Essen reingezogen, also primär auch so aus dem thailändischen, chinesischen, asiatischen Raum. Und dann sind die Mädels irgendwie so dünn, also da kann ja nur irgendwie was schief gehen. Naja, und dann bin ich auf diese Videos gestoßen und habe mich nur so ultimativ abgecringed. Ich bin ja eben so eine Healthy Eaterin, also wirklich mein Obst- und Gemüsekonsum ist, würde ich jetzt sagen, ein bisschen crazy. Und naja, bin dann auf TikTok rüber und habe dann auch mal so geguckt und da gab es halt wirklich überhaupt gar nicht solche Videos in dem Stil. Und dann dachte ich so, Anna, that's your time. Du startest jetzt einfach mal mit den allercringesten Videos, Leute, wenn ich meine ersten Videos anschaue. Es ist so peinlich, um Gottes Willen. Aber naja, auf jeden Fall habe ich mir eine Jackfruit gekauft in so einem Asialaden, habe mich hingesetzt und habe dann so ins Mikrofon geflüstert, hello guys, today we are trying Jackfruit. Und habe dann einfach diese Jackfruit gegessen. Oh, gerade sitzen hier. Basically habe ich dann angefangen, wirklich jeden Tag 1 bis 3 Videos hochzuladen. Und das habe ich dann so ein bisschen längere Zeit gemacht. Und dann plötzlich habe ich ein Video aufgenommen, wie ich in eine rote Beete beiße. So, und dieses Video hat 50 Millionen Aufrufe. Und dann wirklich ging es einfach nur noch steil bergauf. Ich habe innerhalb von einer Woche 1 Million Follower dazu bekommen. Und bin dann irgendwann von TikTok, weil ich dann auch gehackt wurde, das kann ich vielleicht auch mal ganz kurz erzählen. Also ich war wirklich super tiefenentspannt. Ich habe mir einen Retreat auf Teneriffa gebucht. Yoga, Meditation jeden Tag. Ich bin so richtig runtergekommen, ja. So, am letzten Tag habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen. Anna, ja, wir können dir... Doch, auf Instagram war das, glaube ich. Nee, Mail war das. Nein, doch. Wir können dir den blauen Haken besorgen auf TikTok. Und dann bin ich so, toll, die wollen mir jetzt endlich den blauen Haken besorgen. Und ich direkt zurückgeschrieben,
Es sah auch wirklich, es sah so krass professionell aus, aber damals damals war ich noch sehr blauäugig und naiv und habe gesagt, ja, Herzchenaugen, ich bekomme jetzt den blauen Haken. So. Naja, basically waren es halt Hacker. Ich habe denen dann einen Code schicken müssen und zack, waren sie drin. Ich war so auf 180, ich kam überhaupt nicht drauf klar. Kam nicht mehr rein. Und hat mich dann mit Geld bedroht, oder halt erpresst, so rum, nicht bedroht, dass ich dem 15.000 € zahlen soll, ansonsten löscht er meinen Account. Damals hatte ich noch ein Management, die haben dann versucht, alles mögliche zu machen, keine Chance, da irgendwie einen Kontakt rauszubekommen. Und dann wirklich nach 2 Wochen hin und her und da hinschreiben. Irgendwann hat dann tatsächlich mein Management einen Kontakt gefunden zu TikTok. Die haben den ganzen Account dann gesperrt, haben ihn rausgekickt und konnten mir dann neue Zugangsdaten schicken. Und daraufhin habe ich gemerkt, okay, es wäre doch mal ganz schlau, sich noch eine andere Plattform zuzulegen. Bin dann auf Instagram und von Instagram dann auf YouTube. Und jetzt sind wir hier. Das war jetzt eine lange Antwort. Wir gehen mal weiter. Okay, die ist random, aber wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das? Gute Frage. Boah, Leute, die Qual der Wahl, ne? Also, ich bin ja immer ich liebe Fliegen. Ich glaube, ich würde mit mir fliegen. Oder, das ist aber ein bisschen hart, dass ich so Leute alles sagen lassen kann, was ich möchte. Also, ich will nicht deren Gedanken lesen, nein. So, oh ja, so wie Damon Salvatore, wisst ihr, aus Vampire Diaries? Der guckt die doch dann so an und hypnotisiert die, sag mir das und sowas. What? Bro, what are you talking about, man? Dann gehe ich zu den Lotto-Leuten, ruft er an, sagt mir die neue Zahlen, weil die wissen das wahrscheinlich eh nicht. Und dann bin ich so Millionärin und kann mir durch die Welt reisen. Ach, naja. So, meine Hirngespinste. Nee, aber ich glaube, also entweder, fliegen oder irgendwie halt so Leute hypnotisieren oder sowas. Hattest du jemals einen richtig peinlichen Moment vor der Kamera und hast ihn veröffentlicht? Zum Glück noch nie. Aber ich habe da letztens auch von der TikTok, oder? Warte mal. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe da aber letztens von einer anderen TikTokerin gehört, dass die ihr Video geschnitten hat. Und dann hat sie es veröffentlicht und hat dann halt einfach nicht mehr das Video angeguckt, weil, ja, warum soll man es nochmal anschauen? Und dann wurde irgendwie dieses ungeschnittene Video hochgeladen. Und Leute, das ist wirklich manchmal so peinlich, weil klar, manchmal verhaspelt man sich oder man muss halt irgendwie nochmal neu anfangen oder man muss erstmal nachdenken. Und manchmal ist es wirklich auch so, dass ich 3 oder 4 Mal den Satz wiederhole, weil ich mich immer mit dem Mund, mit der Zunge irgendwie verhaspel und da so einen Knoten drin bekomme. Und das wäre bei mir definitiv auch sehr, sehr peinlich geworden. Das kann ich euch sagen. Okay. Wie gehst du mit negativem Feedback oder Haten um? Das ist ganz spannend. Also als ich damals TikTok angefangen habe, Leute, ich wurde auseinandergenommen. Ich habe so viel Hate bekommen. Also wirklich, das war krass. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam schon immer ganz gut damit klar. Ja, das sagen jetzt wahrscheinlich viele, Anna, natürlich, als ob. Dafür habe ich dann das ist eigentlich gar nicht mein Zimmer, ne? Aber hier, dann nehme ich meinen Stressball und lass meinen Stress raus. Nee, natürlich nicht. Dadurch, dass die damals halt wirklich nur das angegriffen haben, was ich da gemacht habe, natürlich war es super cringe. Und deswegen bin ich eigentlich immer relativ mit dem Hate klargekommen, weil ich es ja selber total komisch fand und die mich dann sozusagen in dieser Rolle angegriffen haben. Und dann war das irgendwie gar nicht so schlimm für mich. Als ich dann aber angefangen habe, also ich habe ja noch einen deutschen TikTok-Account und da zeige ich dann sehr viel so meine Fotografie und so, das ist so mein Baby, also das bin ich, habe ich so das Gefühl. Oder wenn man halt irgendwas was halt so mehr persönlich ist und das angegriffen wird, das ist schon so ein bisschen, was so tiefer gehen könnte. Ja, wie gesagt, wenn man einfach so persönlich angegriffen wird, das lässt mich dann schon auch manchmal nicht kalt. Ansonsten hat der Hate auf TikTok richtig krass nachgelassen. Dadurch bin ich jetzt aber auf Instagram dann rübergegangen. Und Leute, da ist der Hate auch richtig schön. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mir auch gar nicht mehr alle Kommentare unter diesen Videos anschauen. Also wo ich meine Kommentare immer anschaue, ist auf meinem deutschen TikTok-Account und die ersten Kommentare auf TikTok, auf Instagram und YouTube. Leute,
I'm so sorry. Hier langformatige, euch gucke ich an. Also schreibt gerne in die Kommentare. Aber die Shorts, ciao. Wir haben vor 2 Tagen ein Video auf Instagram hochgeladen über Gummibärchen. Das geht ja wieder richtig steil. Und das hat jetzt mittlerweile 25,3 Millionen Aufrufe. Da gehen wir jetzt gerade mal in die Kommentare rein. Also, dieses Kommentar, Leute, hat 15,4.000 Aufrufe. Boah, das kann ich gar nicht üben. Warte mal. Stop exaggerating your facial experience. Boah, lol. Anna, kannst du Englisch oder was? Do you speak English? Stop Also ihr wisst, was ich meine. Your facial expressions, it's just Sprite, not P. Hier, da schreibt dann auch literally what is happening in these comment sections. It's so big. Mein Gott, ich sag's zu Gummibärchen. Habt ihr den Schuss nicht gehört? My stupid brain, that's what she said. Ich hasse sowas. Ich habe so das Gefühl, die Kommentarsections sind einfach nur noch Gedanken von Personen geworden. Weil, ja, die denken sich nichts dabei, die schmeißen das einfach alles in den Raum und denken sich so, ja, da sitzt ja keine echte Person dahinter. Ja, also da bin ich wirklich ganz ehrlich. Ich habe noch nie in meinem Leben, irgendein schlechtes Kommentar unter irgendein Video drunter geschrieben, weil, also nee, ich würde ja gar nicht auf diese Idee kommen. Warum, Leute? Warum macht ihr das? Oh, das finde ich doch auch nett. Wofür gibst du am meisten Geld aus, was nicht unbedingt nötig wäre? Essen. Ganz sicher Essen. Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Geld ich für Essen ausgebe. Das Ding ist ja, ich produziere jeden Tag frisch. Also abends ist so immer meine TikTok-Zeit. Da gehe ich dann auf TikTok und scroll dann und als Ausrede, ja, ich muss ja neue Ideen für morgen finden. Also ich lasse mich immer inspirieren. Dann save ich mir die ab und filme die dann am nächsten Tag und schneide es direkt und lade es dann direkt hoch. Deswegen renne ich wirklich fast jeden Tag zum Supermarkt. Ich bin mittlerweile schon bekannt bei denen. Ach, Anna, na, was brauchst du heute? Wirklich, ey, ist ganz schlimm. Also definitiv Essen und danach würde ich fast sagen, Travel-Kosten. Aber ich bin ganz schlimm. Also dann buche ich mir den Zug, dann habe ich gemerkt, oh Mist, nee, ich muss doch 2 Stunden früher fahren oder, ich habe schon so oft Doppelbuchungen gemacht, ist richtig dumm. Und danach würde ich sagen Raven. Leute, ich bin so eine Rave-Maus. Oh, das ist wirklich mein Ausgleich zu allem Stress irgendwie im Alltag. Ich liebe es so, so sehr. Ich kann da echt stundenlang durchtanzen. Ich war jetzt auch am Wochenende auf der Time Warp. Eigentlich gibt es das nur so in den krassesten Großstädten, so New York, Manhattan. Also wirklich ganz wild unterwegs. Und bei uns gibt es das einfach in Mannheim. Was? Das ist 2 Stunden von hier weg. Und wir haben uns das wirklich gegeben. Wir sind nachts von hier los, sind 2 Stunden dahin gefahren, haben die ganze Nacht durchgetanzt bis 7 Uhr morgens, sind dann wieder heimgefahren und dann habe ich mich erstmal ins Bett gehauen. Next one. Oh, das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich in deinem Content inspiriert? Oh, das kommt von Plattform zu Plattform, ist es echt ein bisschen unterschiedlich. Also ich würde fast sagen, auf Instagram ist es definitiv die Hannah. Ich liebe sie. Ich liebe ihren Feed. Sie ist such an inspiration. Oh. Da kommt mein fotografisches Auge raus. Also ich liebe ihre Ästhetik einfach. TikTok ist es momentan, schwierig. Was ich momentan ganz gerne anschaue, ist Lala und Lara. Und dann auf YouTube ist es definitiv die Lotta Stitchler, heißt sie, glaube ich. Oh, ich liebe sie. Sie ist so eine Süße. Und Emma. Die 2. Oh, und dann, was ich natürlich auch super gern gucke, ist so eine Familie. Die leben einfach mit 2 Kindern auf ihrem Segelboot. Und es finde ich so eine Inspiration. Also, wisst ihr, ich bin super gerne alleine. Ja, ich liebe es. Ich liebe es auch alleine irgendwie nach Berlin oder Hamburg zu fahren und hier in Deutschland. Alles super. Aber wenn ich alleine ins Ausland reisen müsste, da habe ich echt Respekt. Also wenn ich so einen Fotoauftrag oder sowas habe, da habe ich auch keinen Stress mit. Aber wenn ich jetzt sage, so, ich mache jetzt Urlaub, ich fliege jetzt alleine nach Thailand oder so. Da habe ich totalen Respekt vor. Und so viele sagen mir das, Anna, mach's, weil ich glaube, das wäre persönlich so eine Bereicherung und man wächst so daran. Aber
ich traue es mich noch nicht so richtig. Naja, wieso komme ich da drauf? Und dann habe ich jetzt eben einer Freundin geschickt, dass ich würde super gerne mal so einen Segeltrip machen. Und bin da auf Instagram auf so eine Seite gestoßen. Und das sind so, also es ist halt so ganz viele junge Leute, die auf dieses Segelboot kommen und man mit denen dann eine Woche unterwegs ist. Und das würde ich super gerne machen. Meine Freundin hat dann gesagt, nee, das ist nicht so für sie was. Aber Anna machst du doch alleine. Ja, warum machst du sie nicht alleine? Also vielleicht macht das nächstes Jahr. We will see. Was würdest du jetzt machen, wenn du kein YouTuber wärst? Okay, kann ich dir selbst sagen, ich wäre einfach hauptberuflich Fotografin. Also mein größter Traum war es ja tatsächlich immer bei Vogue zu arbeiten oder als Vogue-Fotografin. Also voll so richtig krass in die Fashion-Schiene reinballern. Aber ja, irgendwie, mein Schicksal wollte wohl was anderes für mich. Die wollten, dass ich Food-Content-Creatorin werde, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin. Aber ja, manchmal habe ich da auch so ein bisschen so ein weinendes Auge, weil ich dadurch halt ja nicht 100% in die Fashion oder halt 100% die Fotorichtung ausbauen konnte. Also könnte ich schon. Aber wenn ich das machen würde, dann könnte ich das mit euch, das ganze Social Media, könnte ich nicht machen, weil wenn ich mich in das andere reinknien würde, dann müsste ich da 150 Stunden in der Woche arbeiten. Also das ist, glaube ich, nicht einfach, da reinzukommen. Gibt es eine Message, die ich mit euch, oder einen Wert, den ich mit euch teilen möchte? Leute, scheißt einfach auf die Meinung von anderen. Zieht euer Ding durch, seid ihr selber. Just do it! Also ich war wirklich früher immer der Klassenclown. Ich war immer die, wo am lautesten war, die rausgeflogen ist und so weiter. Ich habe immer eine Rolle gespielt, weil ich dachte, sonst mögen mich die Leute nicht. Ich muss immer die Lustige sein. Ich muss immer Show spielen. Ja, irgendwann hat mein Körper dann gesagt, so Anna, das tut dir nicht gut. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, wie wenn man die ganze Zeit irgendwie eine Rolle spielt und nicht man selbst ist. Und hatte dann echt eine Rechts-Links bekommen, bin dann voll in die Essstörung reingekommen und das ist es nicht wert, Leute. Also seid immer ihr selber, hört nicht auf andere, zieht euer Ding durch, auch wenn es noch so viel Hate gibt. Im Nachhinein juckt's eh kein Mensch. Die denken dann vielleicht mal so kurz, oh, das war jetzt richtig komisch. Und dann war's das auch schon, weil die ganzen Menschen eh viel zu sehr auf sich fokussiert sind und es eigentlich total Wurst ist. Das geht wahrscheinlich da rein und da raus. Und das war's. Also, stay you und stay true to yourself. So, und ich würde sagen, das ist doch jetzt eigentlich mal ein ganz netter Schluss. Ich würde sagen, wir hauen noch die letzte Frage raus. Wie reagieren deine Freunde und Familie auf deine Kanäle oder beziehungsweise auf deine Social-Media-Karriere? Leute, ganz witzig. Ich habe das so geheim gehalten. Also ich wette, so ein halbes Jahr oder so wusste das kein Mensch, dass ich das angefangen habe. Nicht mal meine Eltern, niemand. Das Gute war, das hat tatsächlich auch niemand mitbekommen, weil zu der Zeit erstmal TikTok hatte irgendwie gefühlt noch niemand von meinen Leuten. Und ich habe mich halt Anna Antonie genommen, so heiße ich im normalen Leben nicht. Also ich heiße normal nur Anna. Deswegen hat mein Account irgendwie auch niemand so richtig gefunden. Ja, und dann habe ich das erstmal so weitergemacht und dann plötzlich hat es so nach und nach jeder so ein bisschen mitbekommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten am Anfang so dachten, Anna, was machst du da? Hast du sie noch alle? Was ist denn hier los? Und mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich da ein gutes Standing habe. Weil mittlerweile mache ich ja auch eher so Kochvideos und wisst ihr, das Ding ist ja immer, wenn man dann eine gute Reichweite mit hat, dann denkt ja jeder so, oh, läuft bei ihr. Scheint ja funktionieren. Ja, keine Ahnung, was die Leute denken. Vielleicht cool, vielleicht denken sie ja auch immer noch richtig strange, was die da macht. Aber wie gesagt, ich frage die gar nicht, weil es mich einfach auch nicht juckt. Ich verdiene damit mein Leben. Nee, und dann, warum nicht? Also, mir macht es einfach nur richtig doll Spaß und ich liebe es einfach. Ja, und tatsächlich habe ich mir das auch ehrlich gesagt schon immer gewünscht. Also damals war es, ich wäre so gern berühmt. Ganz strange. Und wollte immer schon irgendwie so Social Media machen. Ich habe damals, oh Gott, bevor ich dann wirklich auf TikTok angefangen habe, hatte ich auch schon einen YouTube-Kanal, Instagram. Oh, so peinlich. Ich glaube, ich habe den tatsächlich auch noch. Also die Videos davon. Naja, vielleicht machen wir mal so ein Reaktionsvideo darauf. Oh, das könnten wir eigentlich mal machen. Meine Eltern, die stehen da total hinter mir. Also mein Vater, wirklich, der ist der größte Fan ever. Also mein Vater ist Anwalt, ja. Also der hat überhaupt nichts mit dieser kreativen Schiene oder sowas zu tun. Der guckt jedes Video von mir. Jedes Video. Manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil er dann sagt, also Anna, das geht doch jetzt nicht. Also wieso machst du denn sowas? Das Video fand ich jetzt nicht gut. Und dann ich so, oh Papa. Naja, genau.
So viel dazu. Und ich würde sagen, hiermit schließen wir ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich finde es immer noch so geil, ne? In meinem Kochlevel hier. Nee, es ist kein Kochlevel. Der ist tatsächlich auch von meiner Mutter. Was macht man damit? Bratkartoffeln anbraten. So, okay. Over and out.